Hallo allerseits, ich bin hier im Sommerfest, Spätsommerfest vom Münchner Technologiezentrum in der Nähe des Münchner Olympiaparks und stehe hier bei Andreas Weinzierl von der Firma Dreis.bike. Und die Firma macht, so wie es ausschaut, ein Elektrofahrrad. Das hat er vorhin schon mal erklärt und ich lasse mir das jetzt einmal ausführlich erklären. Es ist tatsächlich ein Elektrobike. Wie unterscheidet es sich von der großen Masse? Genau, wir stellen das erste bezahlbare, praktische und gleichzeitig auch schöne Elektrofahrrad her. Der Preis liegt unter 1000 Euro. Es ist sehr praktisch, weil die Batterie extrem klein gehalten wurde. Wiegt nur 800 Gramm und ist leicht mitnehmbar, ist abschließbar am Rahmen. 800 Gramm, wie viel Leistung hatten die dann? Das reicht ja dann nicht unbedingt für weit. Genau, die 5,2 Ampere-Stunden, 14 Zellen bringen das Ganze auf 40 Kilometer realistische Reichweite. 30 bis 60 ist möglich, je nach Unterstützungslevel. Ja, doch, dann ist das doch schon ganz nett. Das heißt also für die Stadt hauptsächlich und ein bisschen für Überland? Genau, richtig, ja. Das sind unsere Limitierungen. Und vom Aufbau her, vielleicht können Sie uns mal erklären, die Bedienung ist dann Gerne. Hier an einem kleinen Bedienterminal, ist das fest montiert? Das ist fest montiert, nicht abnehmbar, deswegen auch relativ schlicht gehalten, damit es keine Aufmerksamkeit. Wir schalten das Ganze hier ein, wir nutzen eine kleine Lichtshow. Hier oben sehen wir den Batteriezustand, gerade ganz voll. Und dann haben wir 3 Level, in denen wir schalten können, Low, Medium, High. Auch das relativ schlicht gehalten, damit es während der Fahrt leicht zu steuern ist. Maximalgeschwindigkeit ist dann wir 25? müssen auch bei 25 abregeln, genau. Das Übliche. Genau. Und ansonsten ist das Fahrrad normal, wenn der Akku wirklich leer ist, noch zum Treten nutzbar? Genau, das ist das Schöne, wir haben keinen spürbaren Widerstand. Wir können über die 25 km/h weiterfahren, sofern es die Übersetzung hergibt. Und wenn wir den Motor einfach mal ausschalten oder die Batterie leer ist, können wir ein ganz normales Single-Speed-Bike fahren. Ist das dann ein Nabenmotor oder was ist das dann speziell hier? Genau, wir haben hier den Hinterradnabenmotor mit 200 Watt, der genügend Leistung hat. Wir hatten davor einen 250 Watt Motor im ersten Prototyp, haben gemerkt, bei einem Single-Speed-Konzept ist das ein sehr unangenehmes Ansprechverhalten und deswegen sind wir auf 24 Volt mit 200 Watt gegangen. Das ist das Ganze ja momentan, glaube ich, noch ein Prototyp oder wie weit sind wir da jetzt mit dem Produkt, mit der Serieneinführung? Genau, also das ist der zweite Prototyp, die zweite Bauphase, wenn man möchte. Der erste wurde uns tatsächlich am ersten Tag gestohlen, ganz lustige Geschichte oder traurige Geschichte eher. Doof, eben. Genau, der ist jetzt relativ produktionsnah, also es sind noch Kleinigkeiten, die wir verändern. Wir bauen Schutzblechaufnahmen hin noch, damit der Kunde einfach entscheiden kann, was möchte er dran haben. Die Basisversion ist so, wie sie da steht. Das heißt mit einer grundelektrischen Beleuchtung und mit klassisch 2 Bremsen, wie es sich gehört, 2 Handbremsen und Rücktrittbremse hat er wahrscheinlich dann keine, oder wie läuft das? Genau, dann? wir haben einen ganz normalen Freilauf, auch relativ wichtig, eben um das mit der Pedalunterstützung auch zu realisieren. Das heißt, man unterstützt dann, man lädt dann nach auch mit dem Pedal oder ist es nur jetzt zum Unterstützen, Tretunterstützung? Genau, ist nur zum Unterstützen. Also wir haben den Magnetsensor, der erkennt, wenn wir pedalieren und dann dürfen wir unterstützen. Gut, und wie geht es weiter mit dem Produkt? Wann wollen Sie mit der Serie anfangen oder wann können Sie anfangen? Ja. Was hindert Sie momentan noch, dass es wirklich losgeht? Mitte, Ende Oktober planen wir entweder Crowdfunding oder über eine Finanzierung zu starten. Das klären wir jetzt in den nächsten Monaten. Auch Media for Equity, diese Programme sind für uns relevant. Und da schauen wir einfach, was der schönste Marktstart wäre. Das heißt, Mitte, Ende Oktober kann es losgehen. Genau. Muss man mal gespannt sein. Man kann vielleicht mal auf die Homepage schauen, ob jetzt das irgendwo Crowdfunding oder anderweitig losgeht. Genau. Und kann man dann schon vorbestellen als Teilnehmer, wenn man Crowdfunding mitmacht, kann man ja, glaube ich, vorbestellen. Richtig, ja. Das wäre dann die Vorbestellung. Einfach auf der Website eintragen, dann kriegt man das allererste Bescheid und kriegt das Ganze noch ein bisschen günstiger als früher Unterstützer. Gut, und welche Stückzahlen schweben Ihnen so vor? Ab wann ungefähr? Das heißt also im Frühjahr, im Herbst oder wann kann das mit der Auslieferung der ersten Fahrräder beginnen? Auslieferung ist März, April 2019 geplant, also genau zum Sommerstart, wenn man wieder Fahrrad fahren kann, kommt das Ding beim Kunden an. Der Winter gibt uns Zeit, um das Gesamtfahrrad nochmal komplett TÜV zu zertifizieren, einfach auf dem europäischen Markt Pflicht für uns, auch wenn es freiwillig ist. Und die Zeit brauchen wir noch. Die Lieferkette steht größtenteils, die optimieren wir noch ein bisschen und dann geht's los. Gut, können Sie jetzt hier schon eine Runde fahren, Stickerl, und mir jetzt davonfahren? Das war jetzt hier eine kleine Vorstellung vom Dreis.bike, von einem Elektrofahrrad und von Andreas Weinzierl hier am Münchner Technologiezentrum mit einem neuen Elektrofahrzeug, das ab April voraussichtlich auf den Markt kommen kann und wird und unter 1000 Euro kosten soll.